Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Das, was ihr hier hinter uns seht, ist tatsächlich der Krüger Nationalpark, einer der besten Orte weltweit, um auf Safari zu gehen. Ja, eigentlich hatten wir gar nicht geplant, hierher zu kommen, aber wie im letzten Video berichtet, konnten wir dann doch nicht widerstehen und haben unsere Pläne nochmal komplett über den Haufen geworfen und extra einen Umweg von fast 2000 Kilometern eingelegt, um hierher zu kommen. Und jetzt sind wir hier und nehmen euch mit auf Safari. Das wird richtig, richtig cool. Mehr dazu nach dem Intro. Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier. Eigentlich berichten wir in unseren Videos von unseren Reisen mit dem Campervan. Die letzten 1,5 Jahre sind wir mit unserem Kastenwagen kreuz und quer durch Europa gereist. Davor auf dem Landweg über die alte Seidenstraße von Deutschland über Zentralasien bis nach Thailand gefahren. Ja wirklich, mit diesem Auto hier. Und jetzt, nach 31 Monaten Vollzeit-Vanlife, lassen wir unseren Camper zum ersten Mal stehen und sind nach Südafrika geflogen. Im letzten Video haben wir euch mitgenommen auf den wohl bekanntesten Tagesausflug, den man von Kapstadt aus machen kann, zum Kap der Guten Hoffnung. Inklusive Traumstrand, Touri-Foto, tierischen Begleitern und einem Sonnenuntergang vom tollen Chapman's Peak Drive aus. Danach sind wir fast 2000 Kilometer quer durch Südafrika gefahren, um im Krüger Nationalpark auf Safari zu gehen. Schaffen wir es dabei, die Big Five zu sehen? Können wir wirklich von unserem Pool aus Elefanten beobachten? Sind Hippos wirklich so süß, wie sie auf den ersten Blick aussehen? Werden wir von hungrigen Löwen angefallen? Und was für ein Tier versteckt sich hier? Das und vieles mehr schauen wir uns jetzt an. Los geht's! Da sind Löwen. 4 oder 5 schlafen im Schatten unter dem Baum. Mega gut. Bevor wir uns aber auf die andere Seite dieses Zaunes begeben, zeigen wir euch jetzt aber erstmal, wie wir überhaupt hierher gekommen sind. Ein paar Eindrücke von unserer Fahrt von Kapstadt, einmal quer durchs Land bis nach hierhin zum Marloth Park vor den Toren des Krüger Nationalparks. Cool. Hast du Lust auf einen Roadtrip einmal kreuz und quer durch Südafrika? Let's go! So, wir haben Punkt 7 Uhr, los geht's. Das Navi sagt 1010 Kilometer, 10 Stunden 15. Das sieht sehr, sehr gut aus. Gucken wir mal, ob das der Realität entspricht. Bloemfontein, wir kommen. Ja, so wird es ausgesprochen, Bloemfontein, Bloemfountain. Bloemfontein. Bloemfontein. Ja, du hast es gut, mach nochmal. Bloemfontein. Ja, du bist Holländer. Also Afrikaans, I don't know. Noch 4 Stunden, 400 Kilometer. Bisher läuft sehr, sehr gut, würde ich sagen. Die Straßen sind super gut, sehr gerade, sehr wenig Verkehr. Man kann die ganze Zeit 120 fahren. Super. Ja. Ja, ein bisschen eine ungewöhnliche Unterkunft, aber sehr cool. Vielen Dank für Ihren Einkauf.
Und jetzt sind wir hier in unserem wunderschönen Airbnb im Malloth Park. Der Malloth Park ist im Grunde ein privates Naturschutzgebiet und eine Wohnanlage in einem, direkt vor den Toren des Krüger Nationalparks. Das gesamte Areal ist mehrere Quadratkilometer groß und durch diesen Fluss und den Zaun da vorne vom Krüger eben getrennt. Aber auch hier im Park leben super viele Tiere, Giraffen und Zebras und mehrere Arten von Antilopen und Affen und Wildschweine und was weiß ich sonst noch. Und unsere Gastgeber haben uns gerade erzählt, dass vor ein paar Tagen auch ein paar Löwen ihren Weg hier reingefunden haben. Und ja, das ist schon ein spannendes Gefühl zu wissen, dass jederzeit hier ein Löwe ums Eck kommen kann. Denn alle Tiere leben hier frei, die laufen hier einfach so rum. Wir hatten auch schon hier im Vorgarten jetzt mehrfach Besuch von Tieren und ja, so wirklich gerne, wir wirklich gerne Löwen sehen wollen, muss es dann doch hier auf der Terrasse nicht wirklich sein. Ja, und warum sind wir hier im Malloth Park? Man kann auch Unterkünfte im Krüger Nationalpark selbst buchen. Es gibt sogenannte Restcamps, in denen kann man dann Chalets oder Hütten oder auch Zeltplätze buchen. Normalerweise sind die über Monate hinweg ausgebucht. Wir hätten jetzt tatsächlich sogar noch Unterkünfte im Park selber buchen können, wegen Corona und auch weil gerade keine Hauptsaison ist. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier außerhalb des Nationalparks einfach merklich besser. Hier haben wir jetzt quasi ein ganzes Haus mit Pool, mit Klimaanlage, allem drum und dran. Klar, auch das ist nicht günstig. Wir zahlen ziemlich genau 100 € die Nacht. Aber dafür haben wir eben all das mit Blick auf den Fluss und den Krüger und eben einem Einfahrtsgate in den Park, nur ein paar Kilometer von hier. Das ist schon wirklich richtig cool. Hier werden wir jetzt heute erstmal chillen, uns ein bisschen erholen von der langen Fahrt und die Aussicht genießen, den Pool, vielleicht schon mal ein paar Tiere beobachten und gleich noch mal spazieren gehen. Und morgen fahren wir dann auf unsere erste Safari. Und zwar ganz auf eigene Faust mit dem Mietwagen. Das kann man im Krüger nämlich coolerweise machen. Es gibt im ganzen Park ja, ein ausgedehntes Streckennetz, das man befahren kann. Und auch die geführten Touren müssen sich an diese Strecken halten. Und ja, damit spart man einfach ein bisschen was. Man muss zwar auch eine Conservation Fee, also Eintritt bezahlen, aber eben keine geführte Tour. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie das wird, was wir da so alles zu Gesicht bekommen. Eine richtige geführte Safari-Tour werden wir dann auch noch machen. Das aber erst übermorgen. Dann können wir danach vergleichen und berichten, was wir empfehlen würden. Jetzt aber erstmal in Ruhe ankommen und dann ab in den Pool. Ja, nimm. Das ist auch das Kleine. Das ist dahinter. Das ist ein Stück dahinter. Hallo, ihr Kleinen. Wir sind einfach mal 3 Minuten hier und schon haben wir Nilpferde gesehen. Und noch ganz viele andere Tiere, deren Namen wir nicht kennen. Kubus. Kubus. Kubus? Die großen. Ah. Und weißt du was, die leben da einfach. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Objektiv uns besorgt haben. Ich meine, man kann die natürlich auch von hier gut sehen, aber so ist einfach nochmal geiler. Wie gut, wie gut. Und wir wohnen einfach 10 Meter in diese Richtung. Wir können diesen Fluss sehen, von unserer Veranda aus. Aus dem Pool. Aus dem Pool. Wir haben Pool. Jetzt soll ich nur noch zu uns umdrehen. Oh, sind die süß! Sieht mega aus, oder?
ultra heiß. Ja. Hast du noch mal geguckt? Elefant. Elephant. An elephant. Ein Elefant. Ein Elefant! Unser erster Elefant. Also unser erster afrikanischer Elefant. Ja. Oh, jetzt frisst er. Herzlich willkommen in unserem temporären Zuhause. Ja. Mit Pool. Ist ein bisschen luxuriöser als unser Campervan. Ja. Ja, ich weiß. Mega gut. Da ist er. Guck mal, wie er rennt. Der geht wirklich sowas, ne? Ja. Oh, er beschmeißt sich mit Matsch. Ah. Wir können von unserer Terrasse aus Elefanten sehen. Aus dem Pool raus. Der ist abgetaucht, richtig. Da. Ja. Aber so richtig. Die muss warm sein. Er hat die Vögel verjagt.
geil oder ist das geil? Wow, wie Krass, oder? Das ist mega cool. Ey, ich kann das nicht glauben. Sieht so gut aus. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist kurz vor 6 am Morgen und wir sind auf dem Weg zu unserer ersten Safari. Unserer ersten Selbstfahrer-Safari. Wir sind mit unserem Mietwagen unterwegs. Sind ein ganz kleines bisschen später losgekommen als eigentlich geplant. Eigentlich wollten wir um 5:30 Uhr schon am Gate sein. Jetzt werden wir um 6 Uhr da sein. Erst. Und ja, sind super gespannt. Es ist ein sehr nebliger Tag hier gerade noch heute Morgen. Wir haben aber schon Zebras gesehen in unserem Game Reserve. Und ja, sind gespannt auf alles, was jetzt kommt. Juhu. Hallo ihr Hippos! Einen wunderschönen guten Morgen ihr Hippos! Ihr seid ungefähr 10, 12. Wie geht's uns heute? Wie ist die Wassertemperatur? Hauseglocke. Wie geht's den Krokodilen? That's for today. So, jetzt. Yeah, that's Perfekt. that's really key. Alright, thank you very much. Hier. Thank you very much. You too. Bye. Da und da. Oh. Ja, jetzt habe ich, wie es trinkt. Krass, wie weit das weg ist. Ja, gibt's hier jetzt Hippos? Kleine Hippos? Oh, ein Baby. Oh, ein Mann. Lenkung. Du musst stoppen. Nicht noch gewonnen. Wir haben einen riesen Hippo gesehen. Das ist Ja, einfach über die riesen. Straße gelaufen. Hippo war schon groß. Der war riesig. Wie ein Trümmer ist er über die Straße. So. Weil ich so gerne ein Gras im Mund hatte. Ja. Wie wäre es jetzt mit einem Löwen? Vielleicht. Ja, man darf nicht vergessen, wir haben Sommer hier in Afrika und das bedeutet einerseits, dass die Vegetation relativ ausgeprägt ist, also die Gräser stehen hoch,
Weil hier Regenzeit ist, ne? Ja, genau. Im Sommer ist Regenzeit, wenn man so will, auch wenn kein Regen fällt gerade. Naja, deswegen ist die Vegetation ebenso dicht und es ist ein bisschen schwieriger, Tiere zu sehen. Und wir haben heute 36 Grad und jetzt Mittagszeit. Das heißt, ich als Tier würde mich jetzt in Schatten verziehen. Und das machen auch einige so gerade, glaube ich. Ja. Trotzdem könnte jederzeit hier ein Löwe über die Fahrbahn laufen. Ja, wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Nein. Wir sind in einer Elefantenparade drin. Ja. Ja, wir sind jetzt gerade mal eine Stunde hier und wir haben schon so viele Tiere gesehen. Also mehrere Elefanten, eine Handvoll Giraffen, eine riesen Hippo, was vor uns über die Straße gelaufen ist. Das konnten wir leider nicht filmen, weil wir so schnell die Kamera nicht zücken konnten. Aber heute Morgen bei der Brücke ums Gate rum, da waren auch schon 10, 12 Hippos. Und natürlich unzählige Antilopen und Zebras und was weiß ich nicht. Es ist richtig, richtig cool. Es ist wirklich, ja, es ist einfach irgendwie ein besonderes Gefühl, hier unterwegs zu sein. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ja. Das ist mega. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Hoffentlich sehen wir noch Löwen oder Nashörner oder Wasserbüffel, Leoparden, Geparden. Da gibt es noch einiges. Ja. Wir haben jetzt gerade eine Pause gemacht an einem der Rest Camps hier beim Lower Sabi Rest Camp, glaube ich. Ja. Und da gibt es mehrere von hier im Park und das ist wirklich, also da gibt es dann natürlich Unterkunftshütten und Zeltplätze und whatever, aber eben auch einen großen Shop, ein Restaurant, also Toiletten und alles. Also das ist doch relativ viel Infrastruktur im Park, halt immer nur in diesen Restcamps und gefühlt gibt es davon irgendwie 10 in dem Park verteilt. Aber das ist ganz gut. Ja. Und jetzt fahren wir weiter und sehen hoffentlich Löwen. Ja, die letzte halbe Stunde hatten wir irgendwie nicht so wirklich Glück. Da scheint die Mittagssonne ihren Beitrag zu leisten. Man darf hier maximal mit 50 km/h fahren. Das sollte man aber nicht machen, weil dann sieht man wahrscheinlich gar keine Tiere. Und das sollte man einfach berücksichtigen, wenn man seine Routen plant und welche Strecken man fahren will. Dass ja die Zeitangaben, die Google Maps einem gibt, basieren meiner Meinung nach auf 15 km/h. Also ich würde sagen, mindestens doppelt so lange sollte man einplanen, wenn nicht gar noch mehr. Ja. Die Hauptstraßen sind alle geteert und dann gibt es noch ein paar Nebenstraßen, die so Sand-Schotterpiste sind. Aber auch die sind, also zumindest die wir bisher gefahren sind, so relativ gut zu befahren. Das ist alles in Ordnung. Was gibt es noch Wichtiges? Tiere haben immer Vorfahrt. Immer. Ja. Aussteigen, das ist nur an ganz, ganz wenigen bestimmten Punkten erlaubt. Also in den Restcamps
abgesehen davon, ich habe gehört, dass es irgendwie 1, 2 Punkte gibt, wo man auch aussteigen darf. Aber vielleicht sind das dann diese kleinen Rest-Camps, die wir da gerade gesehen haben. Ja. Ansonsten muss man in seinem Auto bleiben. Und auch wenn man irgendwie eine Reifenpanne hat oder was, dann muss man da erstmal irgendwie anrufen. Man darf nicht einfach aussteigen. Ja. Da sind Löwen. 4 oder 5 schlafen im Schatten unter dem Baum. Mega gut. Safari Tag 1 und wir sehen Löwen. Der ist genau davor, ne? Ja, der ist exakt davor hochgekommen. Der ist größer. Der ist wirklich größer. Das sind 2. Das war schön. Das war richtig, richtig cool. Aber wir standen ja jetzt auch bestimmt eine Stunde, 1,5, Mindestens. würde ich sagen. Ja. Würde ich auch sagen. Ja, die waren jetzt nicht sonderlich aktiv, weil klar, es ist halt heiß immer noch Ja. und Mittagszeit im weitesten Sinne. Aber das war richtig gut. Also, ich meine, sind so 2, 3 Mal aufgestanden Ja. zwischendurch. Wir haben Löwen gesehen. Wir haben Löwen gesehen. In freier Wildbahn. Ja. Ja, so, jetzt Nashorn. Jetzt Leopard. Leopard, oh ja. Da sind Krokodile. Dann sieht man mal eine Weile kein Tier und fährt und zack, dann steht halt einfach wieder ein Elefant oder eine Giraffe oder sonst irgendwas. Das ist schon cool. Also es wird definitiv nie wirklich langweilig. Oh, da ist ein kleiner gesprungen. Da, ich hab's gefilmt. Nice.
Warum gehen denn Affen mit Antilopen zusammen in einer Herde spazieren? Oder andersrum. Einfach auf der gleichen Fährte. Einer nach dem anderen. Dutzende sind jetzt hier schon vorbeigelaufen. Ja, immer mehr. Von beiden. Oh, das kleine Antilopen. Strange. Ja. Und cool. Ja. Das sind Freunde. Das sind Freunde, so wie du und ich. Ich bin die Antilope und du der Affe. I don't know about that. Nice. Oh, krass, guck mal, siehst du das? Ja. Nice. Is this wirklich ein Rhino? It's a Rhino, ja. Ja. Das ist ein Nashorn. Aber es ist falsch rum. Ja, jetzt muss ich umdrehen. Das eine blockt auch den anderen. Ja. Das ist wirklich so, ne? Ja. Oder ist es nur eins? Und das sind, nee, es sind zwei. Ja, komm. Ja, einmal den Kopf hoch. Come on. Wir haben gerade zwei Nashörner gesehen. Wir konnten sie leider nicht vernünftig filmen, weil sie zu ja 2/3 von Büschen verdeckt waren. Man konnte nur so ein bisschen die Rückenlinie erkennen. Aber das waren definitiv Nashörner und definitiv mindestens 2 Stück. Wir konnten jetzt leider nicht da noch warten länger, bis die sich irgendwie da wegbewegen, weil das Tor, das Gate vom Krüger Nationalpark macht jetzt gleich zu und da müssen wir noch fix hin, damit wir noch vor Schließung raus können, weil sonst gibt es, glaube ich, richtig Ärger. Aber, Spoiler, wir kommen morgen wieder. Ja. Wir haben nämlich morgen eine richtige Safari gebucht. Also morgen fahren wir nicht selber, das heißt, ich kann mich voll und ganz aufs Filmen konzentrieren und muss nicht zwischendurch immer auch fahren. Und wir kriegen natürlich ganz viele Infos hoffentlich und Ja. vor allem auch wissen die Guides, wo die Tiere sind. Ja. Ja, genau. Was wir während der folgenden 2 Safari-Tage gesehen haben, zeigen wir euch dann im nächsten Video. Es war einfach zu viel Material, um alles zusammen in einem Video unterbringen zu können. Aber so viel können wir schon einmal verraten. Die richtige geführte Safari-Tour war definitiv nochmal eine ganz eigene, ganz besondere Erfahrung. Und wir finden daher, einschalten lohnt sich auch beim nächsten Mal wieder. Wir werden versuchen, den zweiten Teil in den nächsten Tagen fertig zu kriegen. Wie immer gilt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß, mit uns auf Safari zu gehen. War das für euch so neu wie für uns? Habt ihr es euch so vorgestellt? Oder wart ihr vielleicht selbst schon einmal auf Safari irgendwo in Afrika? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wir freuen uns auf eure Geschichten und Erfahrungen. Viele liebe Grüße aus der Ferne und bis ganz bald. Das war wirklich richtig, richtig gut. Das war ja einfach Wahnsinn. Ich bin so glücklich, dass wir das gemacht haben, dass wir hier hingefahren sind. Ja. Und das Beste ist, wir haben noch 2 Tage davon, mindestens. Ja. Ja, richtig gut. Umweg hat sich gelohnt, jetzt schon. Definitiv. Fast die Big Five. Ja, fast wie Big 4 an einem Tag. Ja, Nicht schlecht, hätte ich nicht mehr gerechnet, ganz ehrlich. ich weiß.